Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von 511 der AMP 72. hat mit der AMP All Mission Pack Serie eine ganze Reihe an Rucksäcken plus Zubehörteilen geschaffen. Die All Mission Packs sind alle untereinander modular nutzbar, das heißt, die Packs an sich nicht, aber alles, was ihr an Zubehör dafür bekommt. Ne? Ihr habt hier bei dem AMP 72 schon direkt dieses Hexgrid 9x9 Gearset mit dabei. 511 spricht hier von Gearsets, die hier vorne aufgebracht werden können. Da gibt es zum Beispiel auch Admin-Gearsets oder ein Medic-Gearset oder nochmal Magazintaschen oder auch normal Laser-Cut-Molle. Weiß der Teufel was, ein Shovit hier, also ein Beavertail, um nochmal einen Helm transportieren zu können. Also wirklich, die Möglichkeiten sind da unendlich. Müsst ihr euch wirklich mal in Ruhe anschauen. Das ist eine sehr geile Sache. Und deswegen machen wir jetzt auch mal den M72, dass ihr gleich das Flaggschiff der AMP-Serie sehen könnt. Der M72 ist ein 40-Liter Rucksack und hat eine Gesamtgröße oder Höhe von 61 cm. Wir haben hier in der Breite 28 cm und das Hauptfach ist 23 cm tief. Zusätzlich habt ihr hier hinten noch ein ca. 11 cm tiefes Waffenfach, was bei Bedarf auch weggepackt werden kann. Das zeige ich euch gleich, wenn wir hier in die Details gehen. So viel erstmal zum Überblick des Rucksacks. Verwendet wird hier ein 500D Nylon-Material in Verbindung mit einem 1050er Nylon auf der Unterseite plus natürlich hier Nylon Cordura 420 in der Mischung für die Gearsets. Beim Tragesystem sitzt 511 hier auf ein Schaumstoffpolster inklusive Framesheet, was hier in der zusätzlichen Tasche eingeschoben werden kann. Eine Alustrebe gibt es nicht. Das hätte ich mir bei einem 40-Liter Rucksack vielleicht schon nochmal gewünscht, dass man hier irgendwo eine Art von Versteifung hat. Aber ihr werdet auch gleich sehen, durch diese ganzen Zubehörtaschen oder Erweiterungstaschen hier hat man doch relativ viel Stabilität im Rückensystem. Bei den Trägern haben wir hier ganz normales Nylon, was leicht gepolstert ist, von der Breite her auch ideal an den Schultern. Lastenübertragungsriemen hier oben, natürlich auch ein Brustgurt, der lässt sich hier mit einem Clip in verschiedenen Molleschlaufen noch nach unten und nach oben versetzen. Und das ganze System natürlich auch Schnellabwurf mit Fastex-Verschlüssen. Für die Hüfte haben wir hier auch für einen 40-Liter Rucksack relativ wenig Lastenübertragung. Das sind einfach nur ein paar Flügel. Hier hätte man auch nochmal einen richtigen Beckengurt verwenden können, beziehungsweise irgendwas zum Einschieben. Gerade auch wenn jetzt nur die Flügel dran sind, die muss ich natürlich, wenn ich die nicht nutzen will, auch hier irgendwie dran drücken, um sie dann da so tragen zu können. Also der lässt sich sehr schwer ohne die Nutzung dieser Flügel tragen. Die Flügel selbst haben hier nochmal ein zusätzliches Fach mit einem Zipper. Das ist auch hier ein Elastikmaterial, das heißt, hier könnt ihr auch größere Gegenstände reinpacken, als jetzt augenscheinlich reinpassen würden, einfach weil das Material natürlich sich dann ausdehnt. Hinter der Rückenplatte habt ihr das erste Fach, oder ich sage jetzt mal das erste Fach, weil wir von hinten nach vorne vorgehen. Das wäre geeignet für Trinkblasen, hat einen umlaufenden YKK-Zipper mit 2 Schiffchen. Lässt sich dann runterdrücken. Jetzt seht ihr hier auch schon, ohne Alustrebe ist trotzdem hier sehr viel Steifigkeit da. Also das verwendete Framesheet ist deutlich dicker als bei anderen Rucksäcken, die mit einer Alustrebe arbeiten. Um die Trinkblase einzuhängen, habt ihr hier oben eine Lasche. Da könnt ihr dann die Trinkblase dranhängen. Und natürlich sind hier auch Schlauchdurchlässe dafür da. Die sind nur ein bisschen schwierig hier in meiner Position durchzugreifen. Ich mache es mal so. Sind hier auf der Seite und natürlich auch auf der anderen Seite, also beidseitig Schlauch nutzbar. Ansonsten, wenn ihr keine Trinkblase benutzen wollt, ist das Fach hier natürlich dadurch, dass es auch relativ gut geschützt ist vom Hauptfach und vom Rückenteil, passt es hier perfekt für Dokumente oder aber auch ein Tablet in der richtigen Größe. Ein Laptop wird hier wahrscheinlich maximal vielleicht ein 13 Zoll reinpassen, aber mehr passt hier nicht. Sehr schön gelöst finden wir die Tragegriffe. Die sind nämlich so konzipiert, dass sie eng anliegen, das heißt nicht so diese typische hässliche Schlaufe, die man immer so hat, wo man sich auch gerne mal verfängt, sondern wirklich flach anliegend und trotzdem noch genügend Handfläche hat, um da eingreifen zu können. Haben wir einmal oben und einmal auf der rechten Seite. Damit könnt ihr dann den Rucksack entsprechend anheben. Auf der linken Seite ist keiner vorhanden.
Das Waffenfach ist auf der linken Seite mit einem Reißverschluss nur bis hierhin zu öffnen. Das heißt, wenn ihr an die Waffe ran wollt, dann solltet ihr den Rucksack einmal drehen. Dann habt ihr hier auch wieder einen YKK mit 2 Schiffchen. Und der lässt sich dann hier auch auf der einen Seite öffnen. Hier Polster, auf der Innenseite dann entsprechend Molleschlaufen, um da entsprechend auch nochmal einen Gurt befestigen zu können, um die Waffe zu sichern. Wo habe ich sie festgeklettert? Auf der Seite. So. Und da seht ihr, da passt auch ein Roni-System mit einer Glock rein von der Länge. Wie gesagt, die Gesamtlänge sind 61 cm, das heißt, da seid ihr natürlich ein wenig limitiert von der Waffenlänge, es sei denn, ihr habt irgendwas mit Klappschaft oder was auch immer. Aber das wäre dann auf jeden Fall für dieses Fach. So, jetzt ist ja unser Waffenfach leer. Jetzt habt ihr gesehen, habt ihr Kompressionsriemen fürs Hauptfach. Und das finde ich ist eine coole Sache, das haben sie nämlich schön gelöst. Denn hier kann man jetzt einfach hergehen. Ich mache das mal hier einmal auf. Und dann entsprechend den Kompressionsriemen hier einmal durchführen. Ich mache das jetzt nur an einem Mal exemplarisch. Und damit wird dann das Waffenfach hier herangezogen. Ja, wenn ich jetzt hier vorne wieder komprimiere, seht ihr schon, dann wird dieses Waffenfach dann rangezogen. Habe ich hier oben und hier unten jeweils einen gebrochenen D-Ring, sage ich mal, also mit einem Split in der Mitte. Der M72 heißt ja M72 und nicht M40. Komische Sache, weil eigentlich 40 Liter. 72 sind natürlich die Stunden, weil das ist ein 3-Day Assault Pack, sage ich mal. 72 Stunden, typisches Ami-Maß. Ne? Hat man ja auch, das kennt man schon von Eagle-Zeiten noch. Den haben wir jetzt so vollgepackt, dass wir da eventuell nicht mehr richtig hier an die, oder man kann es nicht richtig zeigen, die Außentaschen zeigen kann. Deswegen machen wir jetzt erstmal das Hauptfach. Und arbeiten uns dann nochmal über die Außenfächer. Hier ist übrigens sehr, sehr geil, das habe ich so auch noch nicht bei einem Rucksack gesehen. Wir haben nicht einen umlaufenden doppelten Reißverschluss für das Hauptfach, sondern 4. Das heißt, ihr habt unten 2 und dann nochmal 2, die ja zum Bedienen sind. Das bedeutet, ich habe jetzt im Moment hier oben, an der Oberseite meine 2 regulären Zipper, wie man das kennt. Und habe aber auch hier unten noch einen. Ja? Und da ist natürlich das Coole, wenn ihr hier die Fastex-Verschlüsse zu habt, ja, und jetzt wäre so eine typische Bewegung, geht nicht weiter, Fastex-Verschluss im Weg. Ja. Und da könnte ich jetzt sagen, wenn ich jetzt nur an den unteren Bereich will, nehme ich den unteren Zipper, komme hier ran. Hier kann ich jetzt nur den oberen Bereich öffnen. Also da hat man wirklich dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, um in das Rucksackinnere zu kommen, dank der 4 Schiffchen. Wir machen jetzt aber oben auf. So, erstmal das Füllmaterial heraus. Hallo Phantom Leaf. Sehr gute Verwendung übrigens bei Phantom Leaf als Transportbeutel, die Schuhe. So, fangen wir mit der Frontflappe an. Hier habt ihr einen Organizer mit 2 Meshfächern. Das obere Meshfach ist relativ klein. Da passt ja eine Rettungsweste oder eine Powerbar oder sonst irgendwas in der Größe rein. Und dann habt ihr unten drunter fast über die gesamte Fläche nochmal ein großes Meshfach. Und das ist von beiden Seiten zugänglich. Das heißt 2 Reißverschlüsse pro Seite. Und da ist wirklich sehr, sehr cool. Da ist nochmal ja, eine Unterteilung drin mit Elastikband. Da habt ihr im unteren Bereich hier einen ganz breiten. Da passt ein TQ rein von der Breite. Ich hole es mal gerade raus. So. Dann habt ihr 2 breitere. Da passt ein Klicklicht mit Hülle rein. Und dann habt ihr nochmal 1, 2, 3, 4 von den schmäleren, wo ihr auch ein Klicklicht reinbekommt. Ein bisschen enger halt. Das sieht dann halt ein bisschen knicklig aus. Aber da passen natürlich auch Stifte oder sonst was rein. Und unter der untersten großen Lasche ist nochmal ein richtiger Einschub, wo ihr auch nochmal ja, flache Gegenstände reinbekommt. Zusätzlich natürlich muss auch bei einem Organizer immer mit dabei sein, ein kleiner Haken, um da nochmal einen Schlüsselbund sichern zu können. Fertig. Dann gibt es aber noch eine dritte Tasche, die ihr jetzt hier erstmal so nicht sehen könnt.
Denn 511 denkt mit und hat sich gesagt, okay, wir machen noch eine Tasche, wo ich Wertgegenstände versteckt nochmal transportieren kann. Jeder, der den Rucksack aufmachen würde, würde sagen, oh, 2 Fronttaschen, passt. Hier ist nochmal ein Zipper drunter versteckt. Und da ist nochmal ein flaches Einschubfach, wo ihr perfekt eure Geldbörse oder ein paar Scheine oder den Reisepass oder was auch immer ihr noch da drunter packen wollt, reinpacken könnt. Das eigentliche Hauptfach ist ziemlich groß, würde ich sagen. Also es hat auf jeden Fall ordentlich Phantom Leaf reingepasst. Ihr habt hier an den Seiten nochmal so einen leicht elastischen Einschub. Da passen wirklich auch große 1,5 Liter Pullen rein, jeweils rechts und links. Und die Rückwand ist aus einem Velour-Klett. Das heißt, hier könnt ihr auch Klettmodule reinsetzen. Oder aber, hier oben rechts und links sind 2 Laschen nochmal zu finden. Und die sind nicht etwa für eine Trinkblase, sondern für Gearsets. Ganz einfach. Gearsets, wie hier vorne, das Hex-Grid-Panel. Zeige ich euch gleich, wenn wir es dann abmontieren. Kann man nämlich auch einfach dann hier oben reinsetzen. Weil Klettrücken und Laschen. Mehr gibt es zum Hauptfach nicht zu sagen. Das Hauptfach ist leer. Ihr habt es ja eben gesehen. Rechts und links waren innen Flaschentaschen. Die funktionieren aber auch in die andere Richtung. Denn der Rucksack hat keinen Durchgriff, sondern hat hier rechts und links nochmal auch ganz versteckt einen Reißverschluss, wo ihr nochmal von außen Flaschen einbringen könnt oder andere Gegenstände in der Länge. Macht das mal auf. Da passen auch nochmal 1,5 Liter rein. Also nicht zusätzlich, aber ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr die Flaschen von außen zugänglich machen wollt oder ob ihr sie innen reinpacken wollt. Dafür habt ihr auf jeden Fall hier die Möglichkeit. Ja, wie geht's weiter? Wir haben noch hier oben eine Admin-Tasche, beziehungsweise nein, das ist keine Admin-Tasche, das ist eine Sonnenbrillentasche. Hier ist nämlich auch wieder ganz feiner Velour-Flausch, wo ihr dann auch Patches reinkletten könnt, aber primäre Verwendung ist hier natürlich für eure Sonnenbrille. Unterhalb des Gearsets-Bereichs habt ihr nochmal eine Außentasche, die für eine Regenjacke oder für ähnliche Gegenstände geeignet ist. Da ist es auch so, wenn ihr viel Volumen reinpackt, dass natürlich das Volumen im Hauptfach wegfällt. Also wenn ihr das Hauptfach bis zum Anschlag vollpackt, ist hier die Tasche relativ, ja, ist nicht mehr viel Platz drin. So habt ihr ordentlich Platz. Ihr habt es ja gesehen, da passt wirklich auch nochmal eine Fließjacke rein. Aber wie gesagt, wenn das Hauptfach richtig, richtig vollgeknallt ist, habt ihr da wenig Spielraum. Jetzt kommen wir aber zum Gearset. Hier habt ihr auf der Front die Möglichkeit, diverseste Module aus der M-Serie anzubringen. Alles kreuzkompatibel. Ihr könnt auch die Fastex-Verschlüsse am Gearset befestigen. Das Gearset hat hier unten so 2 Laminatschlaufen und die finden sich ja auch hier unten drunter am Rucksack. Und da sind auch hier die Buckles so ausgelegt, dass ihr die in der Mitte rausnehmen könnt. Das mache ich jetzt nicht, es dauert mir zu lang, weil die relativ steif sind. Aber wenn ihr das wolltet, könnt ihr hier einfach das einmal trennen. Wir brauchen es jetzt nicht. Das Einzige, was wir machen, ist hier die Klettlasche lösen. Und hier unten drunter seht ihr auch die Haken. Die habe ich auch schon mal vorbereitet, dass sie ein bisschen leichter rausgehen. Die sitzen dann nämlich richtig schön straff drin. Selbst mit der Vorbereitung dauert es einen Moment. So. Und dann könnt ihr das Gearset einfach runterreißen. Habt ihr jetzt ohne das Gearset schon mal hier eine schöne Klettfläche für Patches, oder aber es gibt auch ein Gearset, was nur eine Blindplatte ist, also einfach nur Cordura, damit der Rucksack ein schönes, planes Aussehen bekommt, oder halt wie gesagt andere Module. Hinter diesem Gearset habt ihr auch noch mal einen Einschub, der ist ja halb Unterarm tief und darin befindet sich auch noch mal ein Klettfeld, wo ihr nochmal ein Holster einkletten könntet, wenn ihr das denn wolltet. Oder halt auch irgendwelche Organizer. Jetzt zeige ich euch einmal noch kurz, wie man das Gearset im Hauptfach verwendet. So. Ich mache das hier einmal kurz zur Seite, dass man es besser sehen kann. So. Hier oben sind unsere Laschen. Da hängen wir jetzt das Gearset einfach ein.
Nummer 1 und Nummer 2. Und dann könnt ihr das hier einfach reinkletten und schon habt ihr hier drin auch nochmal Fläche geschaffen, wo ihr modulare Taschen anbringen könnt. Das gibt es ja auch nochmal als Hexgrid Insert über die ganze Länge. Also wenn ihr sagt, ich will kein Klett, sondern will da wirklich vordefiniert schnell Molle-Taschen verwenden, wäre das mit dem Amp auch überhaupt kein Problem. Zum Schluss beantworten wir noch eine Zuschauerfrage, nämlich wie das Hexgrid überhaupt funktioniert. Na, wie bringe ich hier Molle-Taschen an? Das Hexgrid-System ist so aufgebaut, dass ich sowohl horizontal als auch vertikal, als auch diagonal Taschen anbringen kann. Und genau das machen wir jetzt mal mit ein paar Molle-Taschen. Durch das Hexgrid-Prinzip könnt ihr hier die Taschen diagonal, vertikal und horizontal anbringen. Für die vertikale Anbringung ist es, ich sag mal, suboptimal. Dafür gibt es aber auch hier ganz normale Laser-Cut-Gearsets, um das dann ganz normal gerade anzubringen. Ich denke eher, wenn ihr ein Hexgrid-Modul wählt, dann habt ihr schon im Hinterkopf, dass ihr das auf 45 Grad oder hier horizontal anbringen wollt. Ich zeige euch auch gleich, warum das suboptimal ist in der vertikalen Anbringung. So. Denn ihr habt hier die Querstege, die sind natürlich etwas länger als die typische Mollebreite. Das heißt, ihr seht es ja hier, diese Tasche würde normalerweise mit 2 Schlaufen eingeschlauft werden. Die kann ich jetzt hier aufgrund des langen Steges nur mit einer Schlaufe einschlaufen. Das hält, also ist kein Problem, kann man ohne weiteres so machen. Aber es ist natürlich nochmal schöner, wenn ich das hier mit 2 Schlaufen fixiere. So, jetzt muss ich nämlich dann das überschüssige Gurtmaterial hier unten noch dazu wursteln. Und dann ist die Tasche auch nur im oberen Bereich fixiert. Ja, also das nochmal dazu. Das wäre das Problem bei der vertikalen Montage einer Molle-Tasche. Bei der diagonalen und bei der horizontalen Montage, da habt ihr die volle Nutzung der Laschen hier bei der Tasche. Das heißt hier die untere Lasche einmal durch. Und dann seht ihr es auch schon. Hier habe ich die obere Lasche der Tasche benutzt und habe unten die zweite auch nutzen können. Und kann das dann hier über diese beiden diagonalen Stege anbringen. Und das gleiche gilt auch für die horizontale Montage. Denn hier habe ich auch nahe aneinander liegende Stege und kann dann damit entsprechend die Molle-Taschen einsetzen. Kommen wir zum Fazit. Der AMP72 ist natürlich über und über mit Features beladen, was natürlich einerseits geil ist, natürlich andererseits auch aufs Gewicht schlägt. Wir haben hier ein Leergewicht von 2 Kilo, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr cool, alleine durch diese ganzen Features. Beim AMP72 habt ihr hier natürlich nochmal mit dem zusätzlichen Waffenfach, speziell für Behörden interessant und für alle anderen, beziehungsweise auch bei den anderen AMP-Rucksäcken hier mit den Gearsets vorne drauf, unendliche Möglichkeiten, den Rucksack auszubauen. Bei den Farben sind wir uns nicht so ganz einig, wie viele es da gibt. Es gibt auf jeden Fall Schwarz, es gibt Ranger Green, es gibt Känguru, das ist so ein Sandfarben, aber auch wohl hier dieses Blau, es gibt noch ein Grau und ja, dann haben wir alles, würde ich sagen. Also 4 bis 5 Farben, würde ich sagen, habt ihr da verfügbar. Schaut einfach mal rein, den Rucksack gibt es bei Riken Company, der Link dazu ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu dem Rucksack? Sollen wir mehr von der AMP-Serie bringen? Interessiert euch im Speziellen ein Rucksack? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.